Heute sprechen wir über die Menschen und Lebensstile in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden, wo über die Menschen und Lebensstile in Polen gesprochen wird bzw. beschrieben ist. Und ich möchte mal gemeinsam mit euch den ganzen Artikel durchgehen. Es ist möglich, dass es vielleicht sogar ein 2- oder 3-Teiler wird. Schauen wir mal, weil das ist schon sehr, sehr viel Text. Und ich denke, es würde viel mehr Sinn machen, vielleicht 15 bis 20 Minuten lange Videos zu machen, anstatt wirklich ein komplettes 1 Stunde Video. Wie gesagt, wir werden gleich gemeinsam uns einen Teil des Textes durchlesen und schauen wir einfach mal, was da drin steht. Ich werde auch selbstverständlich wie immer meine eigene Meinung dazu sagen, vielleicht auch ein bisschen meine eigene Erfahrung hier mit einbringen. Auch würde ich es total interessant finden, wenn ihr hier eure eigenen Meinungen und Erfahrungen mit einbringt und es mir dann auch in den Kommentaren hinterlässt. Dann würde ich mir das später auch durchlesen und vielleicht können wir dann später auch noch miteinander ein wenig diskutieren. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, schauen wir uns jetzt gemeinsam den Text an. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen können und ja, die Infos sind von der Seite info-polen.com und ja, das ist hier eine Seite, wo eigentlich sehr viele Sachen über Polen geschrieben wird. Und ja, wir gehen aber jetzt einfach mal den Text durch, was ich gerade gesagt habe. Wir sprechen hier über die Menschen und Lebensstile in Polen. Man kann ein Land durch die Fenster von Reisebussen und Hotelzimmer kennenlernen und dadurch, dass man sich mit Informationen aus einem Reiseführer begnügt. Wenn man sich damit zufrieden gibt, dann verwandelt man sich als Tourist nach einer gewissen Zeit in eine Art Nachschlagewerk. Man kennt die Fakten, Daten, Zahlen und einzelne Bilder. Ja. Eine emotionale Beziehung zu den besuchten Orten kommt jedoch nur durch den direkten Kontakt mit den Menschen zustande. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Wenn ich immer irgendwo Urlaub mache, versuche ich auch sehr oft in Gegenden zu gehen, wo auch das wirkliche Leben stattfindet und nicht ein abgegrenzter Resort, wo alles für den Tourismus gemacht ist, obwohl ich auch sowas gerne besuche, aber so wie auch hier beschrieben wird, wenn man wirklich an Orten ist, wo auch für das wirkliche Leben stattfindet, der Einheimischen, dann spürt man das auch vielleicht alles ein bisschen noch näher. Erst das Kennenlernen ihrer Sitten, Kulturen und Traditionen macht es möglich, dass wir einzelne Gegenden in Erinnerung behalten. Begegnungen mit Bewohnern anderer Länder sind ein herrliches Erlebnis. Vorausgesetzt, man verletzt sie nicht mit einem unpassenden Wort oder einer Geste. Man sollte auch die Kunst beherrschen, das Verhalten seiner Gastgeber richtig zu deuten, um komische und manchmal sogar bedauernswerte Missverständnisse zu vermeiden. Wir präsentieren Ihnen hier einen Reiseführer, der nichts über historische Denkmäler und Nationalparks erzählt, sondern Ihnen die Sitten und Mentalität der Polen näher bringt. Ja, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Ich habe den Text vorher nur einmal ganz kurz wirklich nur überflogen, aber wir gehen jetzt ein bisschen intensiver noch darauf ein. Die Begrüßung. Die Polen begrüßen sich gern. Wenn einem als Ausländer die Aussprache von cześć zu schwer ist, kann es sich auch der englischen Entsprechung Hallo bedienen. Also auf Englisch wäre das eher Hello. Das ist ja auf Deutsch geschrieben, aber ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist. Man wird ihn garantiert verstehen. Wenn wir zu einem Treffen kommen, schütteln wir der Person, mit der wir verabredet sind, die Hand. In größeren Gesellschaften gibt man natürlich nicht jedem Anwesenden die Hand. Die ersten Minuten vergehen üblicherweise damit, dass jeder jeden begrüßt. Das lockert die Atmosphäre und macht den Schüchternen das Leben leichter. Man sollte sich nicht wundern, wenn sich einige Gäste beim Begrüßen küssen. Das ist kein Zeichen von Liebe, sondern Ausdruck von Vertrauenheit. Das richtige Maß verlangt der Begrüßungskuss,
der in Wirklichkeit ein zartes Berühren der Wange ist. Ja, das ist richtig, das habe ich auch schon mal in einigen Videos erwähnt. Hier ist das sehr, sehr, sehr üblich, dass, also zumindest bei Mann und Frau, dass die sich dann links und rechts ein Küsschen geben. Das ist also wirklich nicht irgendwie unüblich und ja, das wird hier sehr, sehr, sehr oft gemacht. Das ist hier wirklich ganz normal. Sehr oft, was ich auch schon erlebt habe, dass man als Mann den Mann die Hand gibt, aber der Frau zum Beispiel nicht die Hand gibt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht kann das jemand in den Kommentaren hinterlassen, warum das so ist, aber das habe ich schon sehr, sehr oft auch erlebt. Aber soweit ist das richtig, genau. Sich vorstellen, wenn man das erste Mal nach Polen reist oder Zeit mit Muttersprachlern verbringt, ist es hilfreich, einige Vokabeln zu beherrschen, um sich mit einigen Sätzen vorzustellen. Wer das Polnische nur sehr wenig oder gar nicht beherrscht, kann das deutsch-polnische Wörterbuch von Voxicon als Hilfsmittel nutzen, um sich wichtigere Vokabeln und einige Floskeln zusammenzustellen. So fällt es einem nicht schwer, ich heiße und ich komme aus zu sagen. Jein, vielleicht. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, als Deutscher ist das sehr, sehr schwer, die polnische Sprache zu lernen. Ich würde sogar sagen, der Deutsche hat es wesentlich schwieriger, die polnische Sprache zu lernen, wie der Pole die deutsche Sprache. Ist zumindest so mein Empfinden. Also wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen denke an Deutsche, die ich hier kenne, klar, also ich rede jetzt von richtigen Deutschen, die in Deutschland groß geworden sind und danach nach Polen gekommen sind, so. Ich kenne Leute, die beherrschen die polnische Sprache, aber wenn man überlegt, wie lange die hier sind, dann ist das Level noch nicht sehr, sehr, sehr hoch, was auch gar nicht schlimm ist. Da darf man mich jetzt hier auch nicht falsch verstehen. Aber der Pole, vielleicht ist auch der Pole einfach lernbereiter, eine Fremdsprache zu lernen. Das weiß ich nicht, da kann man jetzt hier weit philosophieren. Aber das ist einfach so meine Meinung. Also ich muss auch sagen, die polnische Grammatik, also ich weiß das auch an mir selber, ich merke das auch an mir selber, die ist verdammt schwierig, die ist wesentlich komplexer und komplizierter. Und ich kann Polnisch sprechen zum Beispiel, ich kann Polnisch lesen auch, aber zum Beispiel mit dem Schreiben, also ich kann Polnisch schreiben, aber nicht fehlerfrei. Ja, also das kriege ich nicht hin. Also ich kriege keine 5 Sätze hin, ohne dass dort irgendwo ein grammatischer oder auch irgendwie das Wort falsch geschrieben ist. Ist einfach so. Die Polen haben eine sehr, sehr schwierige Grammatik auf jeden Fall. So, gehen wir mal weiter. Worte und Gesten. Nach der Begrüßung knüpft man ein Gespräch an. In einer Gruppe von Menschen finden sich mit Sicherheit jemanden, der Englisch spricht. Es ist die am häufigsten gesprochene Fremdsprache in Polen. Die anderen werden eifrig versuchen, dem Ausländer Polnisch beizubringen. Mit Sicherheit bieten sie ihm folgenden Satz nachzusprechen. Ich versuche es auch mal. W Szczebrzesznie Chrząszcz brzmi w Szczecinie. In der Ortschaft. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Das ist hier ihr wisst, ihr seht, was ich hier sagen will. Brummt ein Käfer im Schilf. Also hier wird dann hier auch nochmal die Aussprache geschrieben. Also ich werde das jetzt hier nicht 1000-mal versuchen. Es ist aber schwierig auszusprechen. Ey, selbst für Polen ein Zungenbrecher. Den muss ich mal meiner Frau zeigen. Mal sehen, ob die damit klarkommt. Ausländer können probieren, es nachzusprechen und sie werden damit die Versammelten in eine gute Stimmung bringen. Anschließend entwickelt sich vielleicht ein Gespräch mit Gesten und unter Verwendung der wichtigen Verben im Infinitiv. Ja, also in der Regel kommt man hier auf jeden Fall in Polen mit der englischen Sprache zurecht, das ist richtig. Einige sprechen auch Deutsch, man muss aber sagen, dass hier schon Englisch weiter vertreten ist. Ich selber habe hier die Erfahrung gemacht, dass viele zum Beispiel in der Schule Deutsch hatten, aber die haben wirklich nur Grundkenntnisse, also wirklich nur Grundkenntnisse. Das heißt, die können sich vorstellen, die können vielleicht sagen, ich heiße oder ich wohne, das alles auf Deutsch.
Aber bei manchen hört das dann auch wirklich schon auf. Und der wirklich, sage ich jetzt mal, besser Deutsch spricht, das sind dann auch die, die dann auch weiter die Sprache intensiv gelernt haben. Aber hier, das stimmt hier auch teilweise, oder was heißt teilweise, das ist hier sogar richtig, dass wenn man als Neuling oder als Ausländer in irgendeine Gesellschaft kommt, natürlich versuchen die dann irgendein so Zungenbrecher beizubringen, und natürlich ist das amüsant. Das ist auch irgendwie nicht böse gemeint von den Leuten. Das ist, ich denke, ähnlich, wenn ein Ausländer nach Deutschland kommt und man bringt ihm einen Zungenbrecher bei. Das ist einfach alles ein bisschen mit Spaß und Humor zu nehmen. Auch das darf man auch nicht irgendwie persönlich nehmen oder sonst irgendetwas. Das ist einfach witzig, ne? Muss man schon zugeben. So, gehen wir mal weiter. Vorname, Name und. Man muss sich an einem Polen unbedingt mit Frau Pani oder Herr Pan wenden. Wenn man sich auf das Nennen der Titel wie Doktor oder der Beruf wie Kellner, Fahrer oder Kassiererin beschränkt, wird das als unhöflich empfunden. Noch schlimmer klingt es, wenn man jemanden mit dem Nachnamen ruft. Nach den Worten Kowalski, gib mir einen Teelöffel, geraten wir in den Verdacht, Kowalski ohne Hochachtung zu behandeln. Die Form Panie Kowalski ist annehmbar, doch in letzter Zeit hat sich die Verbindung mit Pan mit dem Vornamen verbreitet. Wenn wir jemanden, den wir schon kennen, mit Pani Beato, Frau Beate, oder Pani Jacku, Herr Jacek, ansprechen, können wir sicher sein, damit niemanden zu verletzen. Ja, das ist richtig. Hier ist das sehr oft, dass man den Titel Herr oder Frau nimmt und dann den Vornamen sagt. Wie es jetzt hier auch gerade beschrieben ist, also man sagt dann nicht zum Beispiel Pan Jacek, ja, man ändert das. Also hier wird das dann wirklich auch so, dass dann der Name sich ändert. Ich persönlich habe teilweise noch meine Probleme damit, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit irgendwie Vorstellungsgespräche geführt habe mit Leuten, habe ich immer noch ein bisschen so dieses Deutsche mit eingebracht. Also ich habe Pan oder Pani gesagt und dann den Nachnamen. Oder ich habe dann auch, weil die ja gehört haben, dass ich einen Akzent habe und wohl aus dem Ausland komme, beziehungsweise nicht gebürtig bin und die Sprache gelernt habe, dann habe ich zum Beispiel in dem Fall, wenn wir jetzt hier Pania Jacku nehmen, dann habe ich zum Beispiel gesagt Pan Jacek. Ja, derjenige weiß dann auch, was gemeint ist, die nehmen das auch wirklich nicht böse, die sehen ja auch oder die hören das ja auch raus, dass ich nicht gebürtiger Pole bin, beziehungsweise dass ich die Sprache erlernt habe, und dann nehmen die das auch nicht böse, und wird ja in Deutschland genauso sein. Also ich denke, da wird dann auch jetzt keiner irgendwie beleidigt sein, wenn ein Ausländer den Namen irgendwie falsch ausspricht oder irgendwie die Titelform falsch setzt oder sonst irgendetwas. Ne? Aber das ist hier schon richtig. Das ist hier sehr, sehr, sehr üblich. Man sagt Herr und danach den Vornamen. Das ist schon richtig. Genau, dann gehen wir weiter. Namenstag nicht vergessen. Der Wechsel zum Du erleichtert nicht nur das Leben sehr. Es ist auch mit gewissen Verpflichtungen verbunden. Die wichtigste ist, sich an den Namenstag zu erinnern. Diese Feier ist für den Polen wichtig wie in keiner anderen Kultur, und sie wird auf besondere Weise begangen. Um peinliche Situationen in der Zukunft zu vermeiden, sollte man zum Kalender greifen und die entsprechenden Tage kennzeichnen. Die Polen feiern ihren Namenstag zu Hause, manchmal auch in Restaurants und ganz selten auf der Arbeit, was heute nur noch nach Dienstschluss passiert. Wenn wir das Namenskind persönlich treffen, sollten wir ihm unbedingt unsere Wünsche aussprechen. Kleine Geschenke wie Blumen, Bücher oder Plüschtierchen sind immer gern gesehen. Wenn man sich nur auf die Wünsche beschränkt, ist das auch kein Fauxpass. Ich kenne das Wort nicht. Entschuldigung, wenn ich das vielleicht jetzt falsch ausgesprochen habe. Am wichtigsten ist, und das wird man mehrfach hören, dass man daran denkt. Wenn wir denjenigen, der seinen Namenstag begeht, nicht persönlich sehen können, reicht ein Anruf. Auch per SMS oder E-Mail kann man seine Glückwünsche schicken. Er wird sich auf jeden Fall daran erinnern, was die Beziehung vertieft. Ja, also der Namenstag, der ist hier wirklich sehr, sehr, sehr bekannt in Polen. Ich glaube, in Deutschland wird überhaupt gar kein Namenstag gefeiert, zumindest ist mir das nicht bekannt. Und hier in Polen ist der Namenstag sogar teilweise wichtiger wie der Geburtstag. Ich persönlich, ich sehe das ein bisschen anders, weil so ein Namenstag, weil hier ist auch eine ganz wichtige Sache beschrieben, um peinliche Situationen
zu vermeiden, sollte man sich das im Kalender markieren. Es ist teilweise wirklich so, dass in Polen manche Namenstags, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, zum Beispiel 3-4 Mal im Jahr stattfinden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Anna nehmen, ich weiß jetzt nicht, wie oft der Name Anna vorkommt, aber man kann das jetzt auch zum Beispiel googeln, natürlich auf Polnisch, wie oft der Namenstag Anna in Polen vorkommt, und dann kann er wirklich 3-4 Mal im Jahr vorkommen. Also da muss man schon wirklich wissen, wann diejenige Person wirklich den Namenstag auch feiert. Es gibt auch manche Namen, die kommen wirklich nur einmal vor. Und ja, manche kommen auch manchmal des Öfteren vor. Ne? Und genau, also wie gesagt, es wird hier schon teilweise öfters gefeiert wie ein Geburtstag oder intensiver wie ein Geburtstag. Ja, sollte man jedem natürlich Glückwünsche wünschen, wie auch bei einem Geburtstag. Und ja, hier wird auch eine Sache beschrieben, da würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig darauf einigen. Auch per SMS oder E-Mail kann man seine Glückwünsche schicken. Also ich kenne hier Leute, die sind wirklich sehr, sehr, sehr stark traditionell und sehr konservativ eingestellt. Die sagen, die sagen jetzt nicht vielleicht, die bestehen auf einen Anruf, aber die sagen, wenn mir jemand wichtig ist, rufe ich ihn an, weil eine E-Mail oder SMS schreiben kann ich zu irgendeinem Kollegen. Das ist dann so unpersönlich einfach. Also die bestehen dann auch schon, ja, kann man vielleicht sagen, die bestehen dann auch drauf, wenn das jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied ist, ruf an und gib mir per Telefon die Glückwünsche. Also richtig in Sprache. Ich denke, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ne? Also manche sind dann da schon ein bisschen extremer, weil sonst ist das dann wirklich so, ach okay, er hat mir eine SMS geschrieben. Vielen Dank. So nach dem Motto. Ne? Ist nicht jeder so, aber ich kenne wirklich persönlich Leute, die da schon so ein bisschen konservativer eingestellt sind. Genau, aber wirklich sehr schön. Ja, alles für die Dame. Der Handkuss kommt langsam aus der Mode. Er ist jedoch noch nicht völlig verschwunden und man weiß nicht, wer sich noch an diese Sitte erinnert. Es kann ebenso gut der vornehme Geist sein, in dem die Seele des Salonlöwen erwacht, oder auch ein breitschultriger Jüngling. Das sind echt komplizierte Sätze hier geschrieben, ey. In solchen Momenten sollten die Angebeteten Ruhe bewahren, ihre rechte Hand graziös und mit der Innenseite zum Boden leicht nach vorn strecken. Es ist möglich, dass sie einige Wochen in Polen verbringen, ohne einen einzigen Handkuss zu bekommen. Übrigens, jeder gut erzogene Pole wird einer Dame an der Tür den Vortritt lassen. Es ist eine allgemein bekannte Form, dem schönen Geschlecht Achtung zu zeigen. Selbst die radikalsten Vertreter der Gleichberechtigung werden hier nicht protestieren. Ähnlich versteht man Komplimente wie: Was für eine schöne Frisur, Ihr Kleid sieht sehr elegant aus. Für Ausländerinnen ist Polen ein außergewöhnlich freundliches Land, wo sich die Männer gern um Frauen kümmern und ihnen in der Straßenbahn einen Platz anbieten. Sie schenken ihnen auch gerne Blumen oder laden sie zu einem Kaffee ein. Also genau, hier mit diesem Handkuss, das ist hier in Polen wirklich eine sehr, sehr alte Tradition, nenne ich das jetzt. Und bei der älteren, konservativeren Generation noch teilweise vertreten. Das kommt aber auch weniger. Das wird immer weniger und immer weniger. Also man muss sagen, man sieht das hier schon hin und wieder, aber das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr selten. Also zum Beispiel ich jetzt hier im Familienkreis kenne niemanden, der das macht. Also jetzt nicht irgendwie wirklich macht, irgendwie sowas. Vielleicht werdet ihr irgendwo das schon mal irgendwo gesehen haben. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass ich das überhaupt nicht gesehen habe, nur der kommt wirklich schon außer Mode ein bisschen. Also würde ich jetzt sagen, der ist vielleicht wirklich noch nicht ganz verschwunden, aber naja, die nächste Generation, könnt ihr euch sicher sein, wird sich an den Handkuss definitiv nicht mehr erinnern. Genau, hier ist noch eine Sache, eine ganz, ganz interessante Sache. Wo habe ich das gesehen? Jeder gut erzogene Pole wird einer Dame an der Tür den Vortritt lassen. Also ich muss hier mal ganz, ganz, ganz ehrlich etwas sagen, was ich hier so mit der Zeit gelernt habe. Das hat jetzt hier nichts mit der Dame zu tun im Allgemeinen. Ich habe hier sehr oft das Problem gehabt, dass die Leute hier, gerade im Gegenteil, den Leuten zum Beispiel nicht die Tür aufhalten. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie die Person bin, bei der die das nicht machen wollen, aber das ist wirklich egal, ob ich
durch die Wohnungstür gehe, wenn ich zur Arbeit gehe, sonst irgendwo. Ich habe es hier sowas von selten erlebt, dass jemand sieht, ich bin, weiß nicht, 5 Meter hinter ihm und er hält mir die Tür auf. In Deutschland, also ich kenne das so von mir persönlich, in Deutschland war das für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich zum Beispiel die Haustür aufmache und ich sehe, der Nachbar kommt und dann warte ich auch wirklich die halbe Minute, wenn ich sehe, er geht zur Tür, ich halte ihm die Tür auf. Ich habe gewartet und einfach die Tür aufgehalten. Weiß nicht, ich bin so erzogen. Hier in Polen kenne ich das gar nicht, wirklich nicht. Ich habe schon wirklich Situationen erlebt, wo ich gegangen bin und ich war wirklich 2, 3 Meter hinter jemanden und der hat mir nicht die Tür aufgehalten. Der hat mir einfach zuknallen lassen, vor der Nase. Ne? Und einmal war dann auch so eine Situation, ähnliche Situation. Ich bin zur Haustür gegangen, da war eine ältere Dame, sie sich noch umgedreht, hat gesehen, dass ich komme und da hat sie einfach die Tür zugemacht. Ich persönlich kann das hier jetzt nicht bestätigen, aber eure Meinung dazu würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja genau, also das sind jetzt hier erstmal die ersten Sachen, die ich jetzt hier mit euch durchgegangen bin. Wie gesagt, hier sind noch mehrere Abschnitte. Das ist hier ganz viel Text. Ich denke, wir werden noch ein 2 oder wie schon erwähnt, eventuell einen 3-Teiler daraus machen. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal zu diesem Punkt mal eure Meinung hinterlassen und einfach mal eure Erfahrungen hier mit einbringen. Ob ihr das bestätigen könnt, was hier drin steht oder ob ihr das nicht bestätigen könnt. Für die überhaupt gar keine Erfahrung damit gemacht haben, wie findet ihr das, wenn ihr das hört? Findet ihr das ist in Ordnung, das ist übertrieben, das ist normal oder sollte man vielleicht ganz anders machen? Also wie gesagt, eure Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr brennend interessieren. Wann der 2. Teil kommt, weiß ich noch nicht. Wenn ich die Zeit habe, nehme ich auf jeden Fall den 2. Teil auf, dann gehen wir die ganze Seite nochmal etwas weiter durch. Bis jetzt kann ich aber sagen, ist eine sehr interessante Seite. Die Seite kann ich auf jeden Fall empfehlen. Link packe ich euch auch in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das auch nochmal alles selber ganz genau durchlesen. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!